Möchtest du auch raus aus der Zeit gegen Geld Falle? Mehr Kunden als Selbstständiger heißt für dich auch immer mehr Arbeit, mehr Arbeitszeit, weil du immer wieder gefangen bist in diesem 1:1 Schema. Raus aus dem Hamsterrad in der Selbstständigkeit, rein in passives Einkommen. Mach's dir doch einfach mal ein bisschen leichter. Hier sind 10 Ideen für passives Einkommen, die ich nutze und die du auf jeden Fall im Auge behalten solltest oder jetzt sogar damit richtig starten. Unter passivem Einkommen versteht man Einnahmen, die man erhält, ohne dafür Zeit oder immer wieder 1:1 Tätigkeit in Anspruch zu nehmen, sondern du baust einmal eine Sache auf und verdienst immer wieder passiv sozusagen aus diesen Produkten, aus diesen Sachen, die du bereits aufgebaut hast. Also einmal Arbeit und dann passives Einkommen. Du musst bei diesen Einnahmen nicht ständig anwesend sein und hast trotzdem ständig ein Catching in deinem Geldbeutel. Punkt Nummer 1, Low-Content-Bücher auf Amazon verkaufen. Ich habe einen extra Kurs dafür gemacht, wie du mit Low-Content Studio deine eigenen Bücher erstellst. Es gibt sogar Vorlagen direkt auf Canva nutzen und du kannst innerhalb von 5,5 Stunden deine eigenen Bücher machen zu deinem Thema, was deine Zielgruppe interessiert, zum Thema Achtsamkeit, die gesunde Ernährung, Tracken über eine Art Workbook oder Habit Tracker, Bullet Journal und so weiter. Und du kannst genau dein Thema in ein Low-Content-Buch auf Amazon verarbeiten oder in einem anderen Book-on-Demand-Verlag, den du dann wählst. Also meine Anleitung dazu gibt es in meinem Kurs Low-Content Studio und diese Bücher sollten trotzdem natürlich tollen Mehrwert erhalten, nämlich das, was du auch sonst in deine Arbeit reingibst. Einmal erstellt, immer wieder verkaufen, brauchst nur noch Marketing dafür. Mehr dazu findest du auch in diesem YouTube-Kanal. Hier kannst du auch nochmal deinen Horizont erweitern. Wie wäre es, wenn es dein Buch danach noch in Englisch, Spanisch und Mandarin gibt? Denn du bist die Expertin oder der Experte in genau deinem Thema und das sollte jetzt weltweit sichtbar sein. Also viel Erfolg damit. Punkt Nummer 2, Minikurse. Du weißt, ich habe diese Minikursmethode geschrieben. Schon 2021 habe ich mit kleinen Kursen sehr großen Erfolg gehabt. Das heißt, es sind Produkte unter 70 €, die du mal eben zusammenstellst mit dem Wissen, was du eh schon hast. Denn du bist ja Expertin oder Experte deines Fachs. Und du stellst es jetzt zusammen als kleinen Audiokurs, als kleines E-Book, als Videokurs, den man immer wieder kaufen kann und wo du dich dann nicht immer wieder absammeln musst mit immer dem gleichen Thema, sondern sagst einfach, hol dir doch meine Anleitung. Hier gibt es diesen Kurs, Abnehmen in den Wechseljahren und so weiter. All das kannst du verpacken in Online-Kurse, in Minikurse. Und hier ist nämlich der Unterschied zu dem nächsten Thema. Minikurse sind klein, haben ein kleines Resultat, also die ersten Schritte, um in 4 Wochen abzunehmen oder so weiter oder richtig zu schlafen als High Performer und damit eine Lösung herbeizuführen. Also wie kann ich das jetzt sofort verändern, dass ich besser schlafen kann? All das kannst du in diesen Kurs packen und schon hast du deinen ersten Minikurs. Und Minikurse verkauft man nicht nur einmal, sondern es gibt dann noch vielleicht weitere Produkte im Angebot und natürlich weitere, zum Beispiel deine Gruppenprogramme, kommen wir gleich dazu. Also einmal erstellt, mehrere Kurse gleichzeitig verkaufen und sie sind unter 70 €, sodass man sofort zuschlagen möchte. Und das ist die Kraft der Minikurse. Und damit kannst du wirklich Umsatz verdoppeln. So habe ich das gemacht. Mehr dazu erfährst du in meiner Minikursmethode und dem Minikurs in 24 Stunden, den ich dir hier nochmal drunter verlinke. Punkt Nummer 3, Online-Kurse. Ich unterscheide jetzt hier mit einem größeren Online-Kurs, zum Beispiel für ein paar 100 €, bekommst du eine ausgefeiltere Version, also viel mehr Videos, viel mehr Module in diesem Video drin. Hier kannst du Französisch, Business-Französisch lernen oder was auch immer in diesem Online-Kurs. Und auch hier gibt es wieder ein Resultat in diesem Kurs, aber etwas mehr drin. Also ich würde sagen, bis 450 € würde ich da gehen in so einem Kurs. Und das ist ein ganzes Programm, was du auskoppeln kannst von deiner 1:1 Tätigkeit. Das sind die Basics, die man immer wieder wissen muss. Oder das ist genau dieses Business-Französisch, kann man sich jetzt hier schon mal
selber reintun und dann bucht man dazu nochmal Einzelstunden als Paket bei dir. So einen größeren Online-Kurs bis 450 € kannst du auch im Anschluss direkt als Upselling zum Minikurs anbieten. Also kleines Produkt unter 70 €, größeres Produkt 450 € und derjenige wird sofort hingeleitet, zum Beispiel mit einer E-Mail-Strecke oder mit dem gleichen, mit einem Video. Hol dir jetzt auch den größeren Kurs im Special Offer, keine Ahnung was. Du weißt, irgendwie Marketing muss immer verknappt werden. Also hier kannst du dann auch gerne nochmal sagen, in den nächsten 72 Stunden kaufen, bekommst du diesen Kurs dann zum Beispiel nur für 350 €. Schon hast du eine Strecke, ein Sales Funnel gebaut zu deinem Online-Kurs über ein Mini-Produkt, was es am Anfang gab und was dir hilft, Kunden heranzuziehen, zum Beispiel über eine Werbekampagne. So mache ich das. Und weiterer Tipp für passives Einkommen, Tipp Nummer 4 sind E-Books. Alles, was du weißt, jetzt mal eben runterschreiben, hast du plötzlich 32 Seiten geschrieben als E-Book zu dem Thema Aktien, zu dem Thema Achtsamkeit oder was wir eben schon hatten, Business Französisch. Also die besten Tipps jetzt in ein E-Book packen. Das kannst du wahrscheinlich bis morgen sogar fertig haben, denn du hast so viel im Kopf und du kannst es jetzt einfach mal runterschreiben. Das Ganze schön zu machen, kannst du mit Canva, mit Tools wie Pages oder Word oder so, kannst du einfach Bücher erstellen und sie dann hochladen ins Amazon mit einem tollen Cover. Das Cover würde ich, wie gesagt, immer im Canva machen. Dort bekommst du ganz, ganz tolle Vorlagen und wenn du mehr wissen willst, hol dir natürlich auch mein Low-Content-Studio Bücherkurs, wie du das Buch nachher in ein richtiges Buchformat packst, erfährst du dort in dem Kurs. Ein E-Book kann ein erster Schritt sein, deinen ersten Schritt in Richtung Amazon-Vermarktung zu machen, oder du machst es einfach als PDF und es ist einfach auf deiner Seite erhältlich zum Download. Ich würde hier aber auch immer einen Preis machen, es sei denn, du sagst, okay, das ist mein super Kundenmagnet, dann sollte dieses Buch mit E-Mail-Eintrag erhältlich sein. Also E-Book gegen E-Mail-Adresse oder E-Book gegen Geld. Und hier ist eben die Frage, was ist da für ein Inhalt drin und wie möchtest du dich vermarkten und präsentieren, mit welchem Wert. Auch ein E-Book kann ein wunderbarer Kundenmagnet sein, indem man einfach eine Werbekampagne schaltet auf. Hol dir mein bestes Wissen hier in diesem E-Book, natürlich mit einem tollen Titel, was man da bekommt. Und auch hier denke wieder in Resultaten. Dieses E-Book hat den Sinn, das. Und das sollte natürlich sowas wie dein Titel sein oder die Unterzeile deines E-Books. Punkt Nummer 5, Abo-Modelle erstellen. Ja, du hast richtig gehört. Kann man bei dir schon ein Abo buchen? Also ein Kurs, den man irgendwie in einer Telegram-Gruppe, WhatsApp-Gruppe oder in einem anderen Mitgliederbereich rausgibt und monatlich neue Inhalte bekommt. Vielleicht auch ein monatliches Live in einer Facebook-Gruppe oder monatliche Betreuung über WhatsApp zum Beispiel, über so einen Broadcast-Channel. Oder ein bezahltes Instagram-Profil, auch das gibt es natürlich, wo man diese Inhalte hinpacken könnte. Ein Abo-Modell musst du nicht groß was vorbereiten, sondern kannst immer monatlich einen kleinen Baustein rausgeben, etwas ganz, ganz Tolles oder inzwischen eine Bibliothek aufbauen von mehreren Bausteinen. Und je mehr Leute reinkommen, umso mehr Wissen haben sie dann zur Verfügung. Ein tolles Beispiel ist dafür der Human Trust von Veit Lindau, wo es schon seit Jahren ein Abo-Modell gibt, wo man irgendwie für wenig Geld ganz, ganz viele Inhalte bekommen hat. Das Ziel deines Abo-Modells ist, für wenig Geld viele Menschen reinzubekommen. Das heißt, der Betrag sollte natürlich wirklich so ein Schnappi-Preis sein, also 19 €, 17 € oder auch 49. Und dafür bekommt man in dieser Community dann das Beste von dir jeden Monat, sodass man möglichst sich nie wieder abmeldet aus deiner Community, aus diesem Abo-Modell und so viel tolles Wissen bekommst. Du kannst so ein Abo-Modell natürlich auch gleich für 12 Monate oder 6 Monate anbieten, sodass du einfach ein bisschen mehr Vertrauen, Commitment bei dem Kunden erzeugst. Sagst, du bist 6 Monate dabei, dafür gebe ich es dir ein bisschen günstiger und dann kannst du monatlich kündigen und dann bleibt derjenige vielleicht noch viel länger bei dir und du hast so monatliches Einkommen jeden Monat auf dein Bankkonto.
Kaching. So ein Abo-Modell ist auch toll, um andere Leute mit reinzuziehen. Also bring noch deine Freunde, kriegst du Prozente. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 6, Affiliate Marketing. Du arbeitest mit Prozenten für deine Kurse. Dafür sollten die Kurse irgendwo bei einem Zahlungsanbieter mit Affiliate Marketing eingestellt sein. Also sowas wie Copecard, Digistore, Thrivecart und so weiter. Und hier kannst du Prozente einstellen. Das heißt, wenn jemand meinen Kurs zum Beispiel über deinen Newsletter kauft, dann bekommst du 30 oder 25% von meinen Kursen ab. Das Ganze findest du zum Beispiel auf meiner Seite unter Partner werden, ganz unten auf der Webseite. Und hier kannst du ja meine Digistore-Links bekommen, mit denen du eigenes Kaching machst. Oder jemand anderes bekommt dann Prozente von deinen Verkäufen. Und du suchst dir die Netzwerkpartner, die eine große Reichweite haben, einen großen E-Mail-Verteiler oder eine tolle Reichweite auf Instagram. Und du bittest die dann eben deinen Kurs zu bewerben. Das Wichtigste ist damit auf jeden Fall Prozente von über 25% zu geben. Bei größeren Programmen ist es natürlich ein bisschen weniger, aber bei Minikursen kannst du ruhig 30% oder 25% nehmen. Ansonsten macht es für Affiliate-Partner gar keinen Spaß, so einen Kurs zu vertreiben. Okay? Viel Spaß damit, neue Leute kennenzulernen, dein Netzwerk auszuweiten, und auch Online-Konferenzen sind eine tolle Methode, um mit Affiliate-Marketing Geld zu verdienen. Diejenigen haben ein Online-Kongresspaket, an dem du verdienst, und du hast Kurse, an denen die vielleicht mitverdienen, wenn die über dein Interview verkauft werden. Das Ganze geht dann über Affiliate-Marketing. Punkt Nummer 7, Gruppenkurse erstellen. Weg von 1:1 hin zu, ich packe alle meine Kunden zusammen zu einem Gruppenkurs, zu einem Modell mit zum Beispiel Baustein und einer Gruppe auf Facebook und mit Lives und so weiter. Beachte hier auf jeden Fall das Fernunterrichtsschutzgesetz, dass du die Teile dann einzeln anbietest, oder du sagst, das Ganze ist nur live. Man bekommt sozusagen Gruppen-Live-Videos mit dir, in denen man Fragen stellen kann. Und das Ganze ist dann ein Gruppenprogramm für mehrere Monate. Das Ziel bestimmst du, auch hier wieder in Resultaten denken. Und ja, die Gruppe natürlich von klein auf groß aufbauen und hier wertvolle Inhalte liefern, ein tolles Feeling erzeugen in der Gruppe, dass man sich dort bei dir wohlfühlt. Und das ist natürlich, ich glaube, deine Spezialität als Therapeut, als Heiler oder als Selbstständiger in deinem Fach. Und das wird dir natürlich leicht fallen, wenn du jetzt schon so lange selbstständig bist und sagst, okay, ja, eine Gruppe, das klingt super, du bist gerade dran, das zu skalieren, dann bist du weg von 1:1 und hast plötzlich eine Gruppe mit 8 oder 30 Teilnehmern oder 120 Teilnehmern, wie auch immer du das Ganze vermarktest. Und das Ganze ist skalierbar, du kannst dir weitere Experten hinzuholen, du kannst dir Techniker hinzuholen oder Assistenten, die einen bestimmten Call machen, den man dann auch noch braucht, und schon wird dein Gruppenprogramm immer interessanter und immer spezieller. Punkt Nummer 8 für passives Einkommen, nicht vergessen, du kannst alles Mögliche verkaufen, auf deiner Seite natürlich irgendwie mit Links, einen Amazon-Link erstellen zu deinem Ringlicht oder zu deiner Technik, die du nutzt, oder zu dem Mikrofon, was ich hier dran habe und so weiter. Kann ich hier drunter verlinken und dann verdiene ich Geld in dem Moment, wo du das dann vielleicht dir auch schnappst. Oder du kannst Stockbilder verkaufen. Wenn du gerne fotografierst und sagst, ich bin sowieso jeden Sommer auf Amrum, ich muss jetzt unbedingt diese tollen Wattbilder, die ich da mache, verkaufen, dann kannst du diese Bilder in Stockagenturen einpflegen und für jedes verkaufte Bild Geld verdienen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? All das, was du in deiner Freizeit machst, könntest du zu Geld machen und damit wieder eine weitere Form von Kaching. Punkt Nummer 9, einen eigenen Blog. Ein Blog lebt von Reichweite auf deine Webseite. Du schreibst tolle Artikel zu diesem Thema, was dich interessiert. Du arbeitest mit SEO, mit bestimmten Keywörtern, die jemand suchen würde, wenn er diesen Artikel gerne lesen möchte. Schon kannst du Links einbauen zu Affiliate-Partnern. Du kannst, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, Amazon-Artikel da drin verkaufen oder Network-Marketing-Artikel da drin verkaufen. Oder du kannst auf deinem Blog natürlich auch Werbung schalten. Ist der Blog groß genug, dann lohnt es sich auf jeden Fall und dann kannst du hiermit auch immer noch Geld verdienen. Das Ganze ist ein bisschen
Das Ganze hat sich ein bisschen entwickelt, denn als ich meinen Blog vor 13 Jahren gestartet habe, da haben wir noch ein bisschen anders gedacht und da gab es noch nicht so viel Konkurrenz. Also bau das Ganze auf jeden Fall nach Keyword dann auf, das, was man suchen würde. Und ja, sei die Bibliothek, die die Leute da draußen brauchen. Punkt Nummer 10, ein eigener YouTube-Kanal. Du siehst, ich gebe hier so viel Wissen raus und es macht mir unglaublich Spaß, dir zu helfen, passives Einkommen, eigene Online-Kurse zu erstellen und natürlich dein automatisiertes Online-Business aufzubauen. Und mit so einem YouTube-Kanal kannst du irgendwann auch Geld verdienen. Wenn er läuft, mehr als 1000 Abonnenten hat, mehr als 4000 Stunden gelaufen ist, dann ist dein Kanal monetarisiert. Ich bin da noch ein bisschen hin, deswegen lass doch gerne ein Like da und abonniere diesen Kanal, denn ich freue mich über jedes einzelne Like oder jeden Kommentar, der hier erscheint und wenn du meine Videos regelmäßig anschaust. Du möchtest auch passives Einkommen aufbauen, dann empfehle ich dir natürlich eine richtige Produkttreppe von digitalen Produkten, die man sofort erwerben kann, bis hin zu einem Gruppenmodell oder Abo-Modell, was wir zusammen erarbeiten. Ich zeige dir die Technik, ich zeige dir die Strategie. Wir arbeiten bis zur Werbekampagne nachher dein passives Einkommen mit Online-Kursen und mit Gruppenprogrammen, die ja wirklich unwiderstehlich werden, wo so eine tolle Energie dann nachher drin ist. Und das Ganze bekommst du in meinem Catching-Programm. Also es macht Catching, wenn du am Wochenende wegfährst, dann verkaufst du deine Produkte automatisiert. Also automatisch wird etwas erzeugt. Automatisch kommt jemand in den Sales Funnel, lernt dich kennen, hat Vertrauen, hat Spaß mit dir zu arbeiten und sagt, die ist die richtige für mich. So, und das Ganze möchte ich dir zeigen, wie du das in wenigen Monaten erstellst und nicht erst in 10 Jahren mit viel Ausprobieren, viel Mühe und viel Geld investiert haben. Komm in meine Programme, lass uns das wirklich sehr nah mit kleinen Gruppen arbeite ich und ich habe noch einen Techniker an meiner Seite und du lernst innerhalb von wenigen Monaten deine Ideen und dein Wissen zu monetarisieren als Online-Business. Also melde dich mal zum Gespräch und wir reden, was deine digitalen Chancen da draußen sind. Also viel Spaß! Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.